da seid bei Tanzfittis. Heute machen wir einen spontanen Weihnachts-Dance-Workout. Ohne viel Spaß dabei. Jetzt mal gucken, ob jetzt alles eingerichtet ist. Ich muss den Namen wieder ändern. Trommel wird ja nicht übernommen. Geht gleich sofort los. Oder bin ich im Schild einrichten. So, dann bin ich heute, ich sage ja, bei Tanzfitti und heute machen wir, wie ihr sehen könnt, habe ich hier mit Rentier auf dem Kopf. Zum heute also ein bisschen tanzen mit so ein paar Songs, Weihnachtssongs aus dem YouTube-Musikarchiv. Das sind so copyrightfreie Songs, GEMA-frei. Ja, viel Spaß dabei und dann legen wir jetzt gleich mal los. Hi Mastermind, schön, dass du da bist. Es geht jetzt los.
Zuerster Song war das. Hallo Mücke, na, wie geht's, alles fit? Heute ist ein Christmas-Song Stream und da geht es jetzt halt ganz schön durch jetzt. Ich kann noch mal starten. Also heute steht auf dem Plan halt Spontaner, schön, dass ihr da seid. Also heute steht auf dem Plan Spontaner, so wie jetzt Weihnachtsmusik aus dem YouTube-Musikarchiv. So kann sich halt, und wir singen das Lied auf dem Kopf. Und also bis weiß ich halt hier. Und vielleicht mache ich gleich noch tabata, nachdem halt die Weihnachtssongs alle durch sind. Da war ich auch noch alle tabata, dann mache ich auch tabata, so vielleicht 2 Runden mit euch. Und jetzt machen wir erstmal jetzt weiter. Jetzt war jetzt fragen, wie geht's und so, dann geht's jetzt gleich weiter. Mir geht's soweit ganz gut, relativ, und ja, lange Arbeitstag gehabt.
da seid. Oh. Ich grüße alle Leute, die da sind. Hallo fluffy Maus, alles fit. Wie geht's euch soweit? Den Song überspringe ich jetzt, weil er ist mit noch zu. Jingle bells, jingle all the jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ich grüße alle, ja. Also, hi, Pink, Peter, ihr gar nicht gesehen. Hallo, Pinky. Schön, dass ihr alle da seid. Ach ja, Pink, Peach, stimmt ja, du bist ja heute auf Restaurant. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es geht auch jetzt weiter jetzt im Stream. Und nachher werde ich noch dabei, nachdem die Weihnachtssaison zu Ende ist, sozusagen, da werde ich dann auch jetzt noch, ja, Rentier auch schon habe ich leider nicht. Und nach den Weihnachtssongs geht dann auch, mache ich noch tabata, ein bisschen so ein, zwei Durchläufe.
Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. So, Christmas tree. Bei dir auch schon? Wie gefällt euch soweit? Ja, für nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich so Rentier auch schon holen. Oder wenn die eben ausverkauft sind nach Weihnachten. Ist noch mal Jingles? Hallo Jörg, wie soll ihr da sind? Kannst du mir reinschauen? Lots of toys, all for the little ones' Christmas.
Und jetzt machen wir Tabata. Da wechseln jetzt mal den Ordner. Und dafür arbeiten wir jetzt wieder mit unserem mobilen Programm hier. Mit Smartbot. Dann legen wir jetzt gleich mal los. Erst was trinken. Und dann schauen wir das Weißgeschenk zusammen in mein Weißgeschenk. Das heißt, wer schenken möchte, das kommt jetzt noch die Tage. Ich verschenke euch dieses Jahr nicht viel. So 2 Weihnachtsgeschenke, das war es auch schon. Mal kommt ein Weißgeschenk, also dass man es gut versteht und gut zusammensetzt. Also ATS ist American Truck Simulator, ähnlich wie ETS, nur in Amerika. Ich setze das nicht, also wenn ihr gerne ATS sehen möchtet, also wenn ihr gerne ATS spielt, dann könnt ihr auch gerne mal bei Jörg reinschauen. Der streamt das ab und zu. Und das fährt auch ziemlich gut und unfallfrei und der ist schon Millionär in ATS. Und da könnt ihr sich 100 Millionen Weihnachtsbäume kaufen. Und bei Tabata machen wir jetzt wie immer 16 Runden, erstmal jetzt. Und könnt ihr gerne mitmachen. Das heißt, wir machen es immer so, 10, 20 Sekunden halt reinpowern, 10 Sekunden Pause, dann wieder 20 Sekunden powern, 10 Sekunden Pause, bis halt die 16 Runden vorbei sind. Dann machen wir dann eine Einheit, heute machen wir 2 Einheiten, hier 16 Runden. Und wir wünschen viel Spaß dabei. Also wir empfehlen mehr mitmachen. Wir starten jetzt.
fit. Schön, dass ihr da seid. Gut, was ihr geschrieben habt, macht auch schon mit. Etwas Nico, ja gut, ich habe nicht so viel halt im Haus. Ja, mit Hula Hoop, da bin ich nicht so perfekt, aber ich kann jetzt. Hallo Flying Beats, hallo, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt eine ohne Tabata gemacht. Kann ich gerne machen. Du meinst, also mal Mücke meinst du auch jetzt. Also der Beat sind, also schön, dass du da bist, also deine Songs sind echt mega. Da habe ich auch zum Teil auch in meinen Videos verwendet. Achso, ja, gemeint, ja. Wie ihr sehen könnt, da oben haben wir heute 19 Minuten, 34 Sekunden haben wir jetzt da weitergemacht. Ich hoffe, gefällt euch, mein Stream gefällt euch soweit. Und jetzt mache ich mal eine Trinkpause. Ein bisschen mit euch quatschen.
dann gleich noch mit dem Hula-Hoop-Reifen mal ein bisschen Übung machen. Ah, cool. Wie heißt er denn? Wie heißt der Tanzfit denn? Den werde ich aber vielleicht mal, da werde ich da diese Woche noch da vielleicht ein Video raushauen. Oder ich mache das jetzt spontan, genau. Wie heißt denn der Tanzbeat? Und ich sehe mich spontan. Im Vorbiet weiß er den Song denn? Ah, okay. Ah, ich sehe es, genau. Merry Christmas, Happy New Year. Ja, sehe ich jetzt. Ich muss sagen, ich stand sich spontan dazu. Schon zu Ende. Also empfehle das mit der Maiswerk abgelegt, das finde ich echt gut. Also mir gefällt bei der Weisung bei dir dieses Dip, also dieses, wie sagt man, dieses halt dieses Seichtes, hat da drin, das mache ich so. Auf jeden Fall ist der Song sehr gut, gefällt mir. Den werde ich auch dann in mein Archiv nehmen. Bier trinken. Das macht er in Weihnachten so. Also bei deinen Songs, dass du da immer so happy, sehr glücklich Musik ist das. Da steigen die Endorphine, die Glückshormone steigen dann da. Das eben bei mir auch. Das war also, ich habe den Song vorher nicht gekannt, ist von daher jetzt halt so getanzt. Ich weiß halt, ist nicht wirklich im Takt, aber ich habe das getanzt, was ich halt so da gedacht habe, was passt. Und Perfektion ist nicht so bei mir. Aber perfekt ist ja niemand. Würde ich mal sagen, oder?
Und es macht Weihnachten so. Also ich mache einen kleinen Kreis halt, ich fahre halt zu meinen Eltern über die Tage und dann Silvester, dann ist das mit dem Wohnsportverein, da ist ein Silvesterfeier in der Kleine und da bin also da gut versorgt mit Feiern und so und mit Schlemmen und so etc. Und nach dem Weihnachten und Silvester wird auf jeden Fall Gas geben, weil ich will ja im Februar meinen Tabata-Kurs starten. Und Katharina erzählt aus Schmalenberg und dann mal gucken, ob der gut ankommt. Und bei uns gibt es heißen Stein immer zu essen. Auf Weihnachten den Stein kann man essen, das heißt, der ist aus Lebkuchen, Quatsch, nein, heißer Stein ist so ähnlich wie Fondue, nur dass es ein Marmorstein ist, der erhitzt wird und da kommen halt Fleisch, Gemüse, Brot, was halt schmeckt, lecker schmeckt, was halt gut mundet, kommt da drauf. Ja genau, Pilze auch drauf, Champignons oder Pfifferlinge, was halt so halt schmeckt, oder Toast. Und heute habe ich ja die Boosterbox bekommen, Dezember, das wollte ich auch ein Video drehen. Ich habe jetzt hier keinen Tisch hier, sonst würde ich es live auspacken, die Boosterbox. Das werde ich also zu der Boosterbox jetzt noch ein bisschen extra Video geben. Das Video werde ich heute Abend noch drehen. Das wird dann die Tage hochgeladen zu der Osterbox Dezember. Da lasse ich überraschen. Und wir machen jetzt noch eine Runde Tabata. Nochmal 16 Runden. Und dann quatsche ich noch mit euch. Ja, kann man in meinem Shop kaufen, das T-Shirt. Also der Spruch ist von mir und das Design habe ich so, damit es auch gut aussieht, habe ich dann halt machen lassen. Der Spruch ist von mir, Bautendenz, der Spruch ist von mir. Also ich mag das T-Shirt auch, das ziehe ich auch immer halt so in meinen Videos an, so in Tanzvideos und so. Und es freut mich, dass euch das Design gefällt und der Spruch. Und dann würde ich mal sagen, jetzt machen wir weiter mit Tabata, 16 Runden, keine Sorge, geht noch 20 Minuten, nach 20 Minuten gehen ja schnell rum, also ist nur 2x10 Minuten, also rucki-zucki, seid ihr auch platt wie ich und habt die Kalorien von den Lebkuchen verbrannt und so, da könnt ihr abdancen und ja, dann ist viel Spaß. Und wir starten.
Alles klar, glaube ich. Wir waren jetzt oder ganz geschafft. Wir haben wieder 16 Runden. Und heute war geschafft. 38 Minuten, ca. 40 Minuten mit oben sehen könnt. Ja, aber das ist schlecht hier. Schlecht zu sehen jetzt. Achso, fürs Verbeet habe ich jetzt nicht gesehen. Gut, dass du da warst. Also klar bei euch, habt ihr auch mitgemacht. Ja genau, ich werde gleich mit den Urlaubreifen mal probieren. Aber nichts erwarten, also ich bin da echt eine Niete, was Urlaubreifen angeht. Also ja, ehrlich schwitzt hier oben. Ich habe ja auch noch das hier mit. Das sieht, ich weiß nicht. Sieht aus wie als ein Elf-Kondom oder. Ja, keine Ahnung. Und wie gefällt es euch bisher? Also jetzt werde ich auf jeden Fall jetzt mal den Urlaubreifen ausprobieren.
sehen können, bin ich perfekt. Also Musik kenne ich noch nicht. Nochmal. Ja, muss ich. Ich sage jetzt mal, am Anfang bin ich ja so. Danke, dass du da warst. Ja, also ich habe noch nicht auf die Hochpreis gemacht, war. Wird auf jeden Fall jetzt, also jetzt nicht im Stream, aber vielleicht noch weiter üben, nach einem Unboxing. Das ist ein blauer Fleck. Jetzt. Ja, gleich 20 Uhr. Würde ich mal sagen, ähnlichen Stream um 3 Minuten. Falls ihr auch Fragen habt, einfach jetzt so Fragen. Was ihr erzählen habt, einfach los erzählen. Ich auf jeden Fall bin platt. Nach 40 Minuten Tabata und ca. 20 Minuten Weihnachtssong tanzen und noch die Hula-Hoop-Einlage spontan jetzt. Bin ich echt platt. Aber froh und glücklich, weil ich mag keinen Sport und deswegen, ohne Sport bin ich glücklich, genauso wie ohne Songs bin ich auch nicht glücklich, ohne Musik. Ja. Der Kollege an der Türklinke ist auch froh. Was soll ich Ihnen erzählen? Da bin ich zum Beispiel zu Tabata gekommen. Ja gut, aber Tabata, ja, denke ich auch, Mücke, falls jemand streamt, weiß ja nicht, also die Peach, die streamt ja heute nicht, die ist ja leider auf einem Restaurant oder so, ist ja eingeladen, aber hat sie ja gestern im Stream erzählt. Gucken, wer streamt, mit Sicherheit toastet oder so, keine Ahnung, heute streamt, von unseren Freunden. Wenn jemand streamt, den ich auch kenne, achso, Rolle streamt, achso, okay, ja. Will ich auch mal kurz reingucken, nachdem ich Unboxing-Video fertig gemacht habe. Ja gut, ich kann mir sicher erzählen, wie ich zu Tabata gekommen bin. Halt, ich habe Videos an und ich habe mir, ja genau, ich habe es Länder und Mücke und frohe Feiertage. Zu Tabata bin ich halt über Studio gekommen, das wird auch da ab und zu gemacht. Und halt, ja, eine Kollegin von mir, die macht auch Zumba und Tabata. Und da habe ich so erzählt, so, dass sie gesagt, ja, Tabata ist eigentlich einfach. Habe ich gesagt, ja, probiere ich mal aus. Und dann, also wenn du heute noch einen Shop kaufst von mir und das heute noch bezahlst, dann kann das auch noch vor Weihnachten ankommen. Ich kann da nichts garantieren. Weil, also ich kann von mir erzählen, ich hab gestern zum Beispiel bei Amazon halt was bestellt und das ist heute gekommen. Und denke, das wird Shirty auch so sein.
weil die machen auch mit DHL zusammen. Und ich denke mal, dass wenn du das heute bestellst oder auch noch bezahlst sofort, dann wird das, denke ich mal, morgen rausgehen und dürfte dann kurz und knapp, also am Samstag wird sicher da sein. Ich kann aber wie gesagt nichts garantieren, weil ich bin nicht DHL. Aber du weißt ja selbst mit Sicherheit, dass DHL auf Weihnachten und Hermes und so halt ziemlich überlaufen sind. Aber ich denke, wenn du heute bestellst, ist das bis Weihnachten da. Aber wie gesagt, ich kann da nichts garantieren. Also, aber laut Shirty werden Bestellungen, die eingehen, halt noch am gleichen Tag, da werden ja am nächsten Tag halt dann verschickt. Dass sie halt dann auch pünktlich halt ankommen. Weil wir wissen ja auch, dass Weihnachten ist und denke mal, dass sie dann auch Sputen werden. Ich würde auch gerne so einen generellen Rabatt auf dem Online-Shop einrichten. Allerdings geht das vom Shirt hier aus noch nicht so. Ich kann dann nur für einzelne Produkte Rabatt und Versand Kostenspar-Gutschein einrichten. Und es geht halt nicht global auf den Shop. Es geht nur für einzelne Produkte. Ich hoffe, ändert es im nächsten Jahr, dass man für den gesamten Shop halt einen Rabattcode einrichten kann. Ja, und im nächsten Jahr werden auch mehr Designs hinzukommen. Bei mir fallen immer Sprüche ein, die werden auch dann halt. Aber später Fluffy Maus. Oder ja, Fluffy, ich sag mal Fluffy Maus, Fluffy Muso. Ja. Später dann mal. Also Vorsicht, ein neues Jahr ist, wie gesagt, ich möchte halt Tabata anbieten und dass er groß erfolgreich wird. Und ja, Vorsitz halt, bis Mai will ich 65 Kilo abgenommen haben. Und dann auch, also was ich auch halt weniger machen möchte, ist halt, ich habe uns ab und zu, so wenn ich Frust habe, da greife ich mal hier und da schnell zu Schokolade. Das wird im nächsten Jahr sofort halt eingestellt, weil ich weiß ja selbst, dass es nicht so gut ist, wenn man so gefrustet ist, dass man da einfach zu klar greift. Da werde ich es ersetzen durch Sport. Oder einfach so tanzen, statt da so Schokolade, einfach mal so ein paar Stück Schokolade zu essen. Also im nächsten Jahr habe ich auch vor, dann auch öfter, ja genau, im nächsten Jahr habe ich auch vor, öfter zu verreisen. So Städtereisen zu machen nach Köln, Berlin oder sowas, weil die Städte kennen mich so, obwohl Köln nicht so weit weg ist, aber gut, aber ich bin ja noch nicht so weit verreist. Ja gut, also gut, ich weiß jetzt nicht weit verreist, also ich war schon mal in Italien. Ja, Tabata klingt wie Ciabatta, sagen viele, oder wie Tabeta, also Tabeta ist ein Vorname. Ja, man kann ja nach Tabata ein Ciabatta essen, genau, und dann sich davon stärken. Nachdem man die ca. 800 Kalorien verbraucht hat in der einen Stunde. Also eine Tabata-Stunde geht meistens so 30 Minuten bis 50 Minuten. Aber generell sind so ca. 50 Minuten normal. Und ja, ist halt jede Einheit, sag ich mal, geht halt entweder 8 oder 16 Runden. Und jeder Tabata-Song geht 4 Minuten oder 8 Minuten. Oder es gibt auch spezielle Tabata-Mixe. Die kann ich aber dann im Stream nicht machen, weil das halt nicht nehmerfrei ist. Und wenn ich das machen würde, dann könnte es sein, dass halt das Stream halt nicht weltweit zu sehen ist. Und das wäre nicht so toll. Hallo, also hi Precious TV. Hi Precious. Schön, dass du da bist. Wir haben heute Tabata gemacht und auch Weihnachtssongs getanzt. Du kannst auch gerne zurückspulen, also gleich, wenn der Stream vorbei ist. Also wir haben jetzt 20 Uhr, denke mal, ich mache jetzt noch bis 10 nach 8 und dann mache ich das Thema auch Ende. Ja, Precious, wie geht's dir denn so? Ich hoffe gut, oder? Ich habe hier einen Rentier auf. Bisschen weihnachtlich heute. Ja, ich habe einen Christbaum besorgt, der ist allerdings mini, der ist nur für den Tisch, weil für mich als Single lohnt sich so ein Riesenbaum nicht. Wenn ihr Freunde habt, dann will ich auf jeden Fall einen Christbaum kaufen. Ach ja, genau, Freundin, genau. Im nächsten Jahr will ich auch dass ich eine Freundin halt bekomme. Ja, so ja, ein Topf ist der. Also das ist so ein Mini-Baum im Topf halt mit ohne LED halt, ist auch geschmückt und sowas.
Und da ist auch der Weihnachtsmann dran und noch so ein, sagt er, so ein Schneemann ist auch da dran. Der ist halt, die sind halt mit Magneten, also kann man halt überall dran klippen. Finde ich ganz witzig. Ja, würde ich gerne machen, allerdings habe ich jetzt leider jetzt verpennt, das rechtzeitig zu ordern. Aber im nächsten Jahr werde ich es auf jeden Fall machen, halt T-Shirts verschenken an Freunde. Ja, genau, stimmt immer. Wenn ich eine Freundin habe und die halt dann mich da glücklich bin und so, dann vielleicht Kinder, weiß ich ja nicht. Ich bin offen. Aber ich habe jetzt halt, bin seit ein paar Jahren Single und es ist an der Zeit, wieder Zeit, dass ich eine Freundin kriege. Ich gehe auch schon auf Partys und so, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Deswegen gehe ich auch nächstes Jahr auf Städtereisen, halt nach Berlin, Köln, so. Oder auch Willingen. Willingen ist Samstag, da habe ich jetzt gelesen, Willingen kenne ich jetzt in Essen. Willingen ist so eine Partyhochburg also Willingen ist an der Grenze zwischen Sauerland und Hessen. Das ist auch ein Freizeitbad und sagt auch Eisverteiler und so, da war ich auch schon mal drin. Ja, jetzt sind die Eisverteiler in Willinger Freizeitbad. Also Willingen kann ich auch empfehlen. Leider nicht, kenne ich nicht. First Dates kenne ich nicht, aber es hört sich so an, als wäre das so eine Dating-Sendung, wo man erste Dates bekommt und dann es gefilmt wird. Hallo viele Zuschauer, schön, dass du da bist. Ja, oder der Christkindlmarkt in Nürnberg, das wäre zu weit weg, weil von Sauerland nach Nürnberg, das würde circa mit dem Bus oder Zug so circa 8 Stunden dauern, bis ich in Nürnberg bin und das ist einfach so Aufwand. Im nächsten Jahr gerne, aber dieses Jahr klappt das nicht mehr. Mal eben so spontan nach Nürnberg fahren, das ist zu knapp. Ich muss auch arbeiten und so, das passt dann nicht so wirklich. In 3 Minuten gehe ich offline. Aber es kommen jetzt, also die nächsten Tage kommen jetzt auch noch Videos von mir. Könnt ihr euch freuen. Ja, und ich mache auch Unboxing noch heute von der Degusta-Box Dezember. Und das könnt ihr auch dann, das Video auch dann den nächsten Tag dann auch sehen. Also werde ich ja online schalten. Bin gespannt, was da drin ist. Genauso wie ihr auch. Also ich sag mal, wenn er die große Box, also manchmal ist auch was drin, was ich nicht so gerne mag, das verschenke ich dann. Und also in der Degusta-Box ist eigentlich mal Gutes drin. Und aber manchmal ist auch was drin, was ich nicht so gerne mag. Und wie zum Beispiel Knoblauch, das mag ich gar nicht, das verschenke ich dann, oder? Und das mag ich auch, wenn Alkohol drin ist, mag ich auch nicht so wirklich, dann verschenke ich das auch. Weil zum Beispiel haben wir Christstollen drin, letztes Mal Christstollen drin und da sind Rosinen drin und den verschenke ich jetzt auch dieses Jahr. Also für eine Reality-Show mitmachen, nicht so wirklich. Obwohl, da könnte ich für meinen Kanal Werbung machen. Würde mein Kanal explodieren. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich mal in eine Reality-Show rein, mal gucken. Ich kenne den Zug nicht. Vielleicht spontan die mal so, was weiß ich, in irgendeine Reality-TV-Show reingehen. Ja, da seht ihr mich live im Fernsehen. Vor Millionen Zuschauern. Oh lol, Dschungelcamp, nee, ich bin ja kein Promi. Ich bin so nur ein Mini-Promi. Ja, Adam sucht Eva, da fehlt mir noch die Figur für. Big Brother, da mach ich nur mit Promis.
Also wusste ich, dass es mit Kommandos auch gibt. Ja, YouTube-Promi, ja, stimmt. So eine Mini-Promi, ja, genau. Also sag ich mal so ein kleiner Promi, ja. Bin ich schon, ja. Ja, stimmt, ich gucke mir das mal an, was das so ist, First Dates. Es ist gleich 10 nach. Bin auch jetzt platt, wie ihr seht. Aber es hat Spaß gemacht, wie immer. Und tabata ist, wie ihr seht, ist sehr anstrengend. Ja, perfektes Dinner, das wäre auch interessant. Perfektes Dinner, das wäre auch gut. Obwohl meine Küche mega klein ist. Also Liegestütze mache nicht so viel. Ich denke, ich schaffe vielleicht so 5 oder 6 oder 10. Ja, genau, also jetzt kommende Woche bis Anfang Januar wird es keine Livestreams geben. Erst im Januar gibt es wieder Livestreams von mir. Bis dahin seid ihr aber mit Videos gut versorgt, denke ich mal. Und wie gesagt, erst im nächsten Jahr gibt es dann neue Livestreams von mir. Also ich dann erstmal jeden Mittwoch und spontan Livestreams auch. Ja, und dann ja, Shopping Queen nicht so. Bin nicht so der Shoppingmeister. Ich bin mittlerweile mehr so ein bisschen auf Minimalismus. Ja. Also so wenig wie möglich und nur was nützlich ist. Ja, falls ihr keine Fragen habt und so, dann ja, Konsum ist so nur, ich weiß nicht, man kauft sich was, freut man sich eine Zeit lang und dann steht es in Ecke rum. Deswegen Konsum ist so. Ja, das stimmt. Ja, gute Idee. Da könnte ich in den Fernsehsendung dann auch mit dem T-Shirt hier oder so ins Fernsehen gehen. Ja, das bin ich auch. Obwohl ich Führerschein gerne hätte, wenn es nächstes Jahr klappt, will ich Führerschein noch machen. Und ich werde dann auch Städtereisen machen und vielleicht auch in einen Wohnort ziehen, wo bessere Verkehrsanbindung ist. Ja, stimmt, Mastermind, das stimmt. Ja, mal gucken, Fluffy Moses, ob ich da in irgendeine Reality-TV-Show reingehe. Perfektes Dinner oder so. So, und jetzt mache ich Abmoderation, wie es im Fernsehen so gerne heißt. Also, falls euch das Team gefallen hat, dann hoch, falls nicht darunter. Ja, noch hier. Falls euch das Team gefallen hat, dann hoch, falls nicht darunter. Und, ja, stimmt, Fluffy Moses. Ja, gut, für was mich daran gehindert, so, mal was Zeit, mal was Geld. Danke, Fluffy Moses, für die Kompliment. Also ich bin auch spontan und so witzig, so, ja, also ich will schon mich in den TV-Show schlagen, denke ich mal. Nee, ich lasse mich nicht verbiegen. Wenn mich jemand verbiegen will, mal sage ich dem oder diejenige die Meinung. Und verbiegen lasse ich mich nicht, weil, nee, ich bin nicht der Typ dafür. Ich stehe hinter dem, was ich mache und da wird es auch so bleiben. Ich nehme allerdings konstruktive Kritik sehr gerne an. Verbiegen lassen? Nee. Also wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich dann Kleinwagen kaufen, wie zum Beispiel halt so ein Renault Twizy. Und Renault Twizy ist ein Elektroauto. So ein kleiner Flitzer, der kostet 7.000 €. Aber noch ist es nicht so weit, erst Schritt bei Schritt. So ein Führerschein kostet ja auch quartweise eben, ich glaube, 2.000 €. Ja, Elektroauto, ja, genau. Weil Diesel und Dieselbenzin, das wird ja mittlerweile sehr boykottiert von der Regierung. Und deshalb wird es da auch ja, vielleicht da hast du recht. Ja gut, ich mag schon normale Autos, aber wie gesagt, ich bin ja auch so ein Elektroauto-Fan. Das wär cool, Fluffy Maus und zum Star, das wäre echt eine mega Überraschung für mich. Wie für euch dann auch, wie allgemein dann auch für meine Bekanntschaft, Verwandtschaft und Familie und Freunde werden auf jeden Fall erstmal erstmal überrascht sein und große Augen bekommen. Aber jetzt ist es da. Oh.
Tanzfitti an die. Der BMW i3, das wäre mir ein bisschen zu, sag ich mal, zu exklusiv, und BMW mag ich von der Marke nicht her. Aber BMW, nee, ist nicht so mein Fall. BMW mag ich nicht von der Marke her. Also ich schaffe das. Ich schaffe bisher alles, was ich geschafft habe oder vorgenommen habe. Auch wenn hier und da Steine im Weg gelegt werden. Aber ich steige auf den Stein drauf und schaue mich um, und dann gehe ich die richtige Richtung, und dann ist der Stein wo ist ja gar nicht den Stein aus dem Weg räumen. Man kann auf den Stein draufsteigen, sich umdrehen und gucken, wo es weitergeht, und dann geht man weiter. Ups, oben, also jetzt aber, ja, Entschuldigung, oben. Ja, ich bin nicht so ein BMW-Fan. Ist halt so. Ich finde BMW zu, wie soll ich sagen, ich mag die Front nicht so, die ist so protzig. Ja gut, eine Ausnahme ist diese BMWs, 1980er Jahre, diese kleinen BMWs, die es mal gab. Es gab ja diese orangen BMWs, die ganz kleinen BMWs, diese ersten BMWs, die es gab, mit dieser nicht so schnittigen Design, die fand ich gut. Also diese alten BMWs, die mag ich schon, aber so die neuen, die sind mir zu sehr Mainstream. Ich bin ja so ein Fan von so außergewöhnlichen Autos und so. Und Designs auch. Ich bin ja so ein bisschen Retro. Auch mit der Musik, 90er Jahre Dance und so. Ja, das stimmt. BMW ist ein bisschen protzig. Ja, da bin ich so ein Protz. Ich bin nicht so ein Fan davon. Ja. Ein Traumauto habe ich nicht so wirklich. Da fällt mir jetzt, ja, vielleicht so ein Tesla Model X oder Tesla Model S. Genau, Tesla Model S oder X. Die kosten, also das Model X kostet 60.000 Euro und das Model S kostet 40.000 Euro. Und das wäre, nee, das ist noch illusorisch. Ziemlich illusorisch. Bei der Model 3, das stimmt, ja, das ist dieser Kleinwagen, das soll, glaube ich, nur 25.000 Euro kosten. Ohne Förderungsmittel. In China kann man Autos kaufen, Elektroauto, da gibt es ein Auto, ist ein Marktführer, 20.000 Euro kostet der, und mit den ganzen Prämien, die die Regierung zahlt, da kann man das Elektroauto für 7.000 Euro kaufen. Also Autozeitschriften lese ich nicht mehr. Nee, ich mache ja nur online, gucke ich halt nach. Ich bin jetzt auch echt platt, und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch alle, die da waren, frohe Fest. Nee, ja doch, achso, doch, wir haben Ladestation in der Nähe, und zwar im Rathaus, beim Rathaus gibt es eine Ladestation, genau. Da gibt es eine Ladestation, also ich habe kein Problem mit, das Elektroauto aufzuladen. Ja, voll viel Musus, dir auch, schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr. Und rutscht alle nicht zu stark, sonst rutscht ihr aus, will ich ja nicht. Und falls ich Stream gefahren oder Move, ich fasse nicht noch runter, und dann sage ich im nächsten Jahr der nächste Stream. Das ist der Mittwoch, Anfang Januar, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schön, dass ihr reingeschaut habt, und feiert schön und frohe Feiertage und guten Rutsch. Und wir sehen uns dann. Ciao. Ciao.